Und dann auch noch die Waffen nebenbei einsammeln, ne? G3A3. Habe ich die jetzt? Anscheinend. Nicht von Mortal Kombat? Ach so. Mensch, und ich dachte schon. Ja, hier liegen überall Sachen. Ich will aber nicht dahin. Wie hey? Wie hey? Was? Wie hey? Wo war's? Von wo hast du mich denn bitte gesehen? Oh, hier stehen 3 Stück. Geil. Was machen wir mit denen? Ich will irgendwas Geiles mit denen machen. Oh, okay. Ich brauche gar nichts mehr mit denen zu machen. Okay. Habt ihr das gesehen? Ich hab die einfach so kalt gemacht. Einfach so. Dankeschön für die Rose. Vielen lieben Dank. Ein Remake soll kommen. Leo, danke fürs Folgen. Freut mich. Was ist mir nur das mit dem Remake? Ich habe nichts mit eurer Schlacht hier zu tun, Leute. Ne? Dann lasst mich mal in Ruhe hier. Ich will nur eure Waffen haben. Ich brauche nur eure Waffen. SWD. Ach, die kennen wir doch vom 3. Teil. Russisches automatisches 5,62 mm Scharfschützengewehr. Geil. Ach, jetzt muss ich die abknallen, ne? Oder? Wäre das schlau? Ich habe gar keinen Schalldämpfer dafür. Ach, wo machen wir die denn? Ne, hier habe ich die Waffen nicht. Hier habe ich die irgendwo, ne? Ne, die hatte ich im Rucksack. Moment. Das Geile ist mit dem. Ja, ich wollte irgendwas Spektakuläres mit dem machen. Irgendwas. Weiß ich nicht. Einfach durchkrabbeln ist ja langweilig. Irgendwie umrennen oder so. Warte, zuerst möchte ich mein Scharfschützengewehr haben. Ah, ich kann es bestimmt nicht benutzen, oder? Ist gesperrt. Ne, doch, hier ist es. Was tun wir denn weg? Benzinbombe. Braucht eh kein Mensch. Okay, aber ich habe keinen Schalldämpfer dafür. Warte, was stand denn da noch? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ah, schönes Teil. Habe ich bei mir auch zu Hause im Wohnzimmer hängen. 1:1. Kann man durchs Fernrohr gucken? Nee, ne? Ja, nicht wirklich. Okay, einmal zurück. MGS4 auf PS3, cooler Teil. Leider nicht ganz so geil wie Teil 2. Was? Was? Stimmt doch gar nicht. Ah, ich kann Munition für die kaufen. Soll ich Munition für die kaufen? Habe ich überhaupt Geld? Moment, jetzt brauche ich erstmal einen Überblick. Ah, okay, da ist es. 52.000 habe ich schon gesammelt. Ach, krass. Boah, das geht auch so schnell weg, wie man hier... Alter, okay, das ist... Ist teuer. 12.000. Okay, wir nehmen erstmal so 6 Schuss, komm. Ja, 6 Schuss erstmal. Sonst wird's teuer. Der Waffenschmuggler. Hieß der nicht irgendwie... warte mal. Bibi oder so? Bobby, warte mal, steht doch hier irgendwo. Moment. Wo stand das denn? Drebin. Der Drebin. Tarnung. Ich habe auch Tarnungen anscheinend. Ach, ich kann das zusätzlich noch anpassen. Ah, die Prozentzahl steht aber nicht, ne? Okay, blau schon mal gar nicht. Olivbraun. Sollen wir bei Olivbraun bleiben? Ist, glaube ich... Hat eine geile Westentasche, muss man sagen. Geiles Teil. Okay, wir bleiben mal bei Olivbraun.
Grastarnung. Automatisch, manuell. Ich glaube, ich lasse das erstmal so, wie es ist. Warum wolltest du das jetzt wissen? Ja, lieber 50 Scharfschützengewehr noch nicht. Das ist die beste Waffe ohne Visier. Ja, olivbraun, weil... Gammelige Oliven, oder was? Ich weiß es auch nicht. Warte, wo hatten wir die nochmal? Tarnungen. Ich weiß nicht genau. Das sieht hier... Olivbraun. Das sieht hier nach Oliv aus. Nach Oliven. Ich weiß nicht, warum das braun gemeint ist, weil da so leichte bräunliche Stellen vielleicht drin sind. Deswegen. Eigentlich müsste das sogar Olivgrün heißen, ne? Aber da steht's ja. Ich kann auch nichts dafür. Tut mir leid. Steht nochmal da. Ich vertraue einfach dem jetzt, was da steht. Die M4. Ey, die Waffen nehme ich alle nur mit Schalldämpfer. So, wo habe ich die jetzt? Da. Ja, ich glaube, das, was ich jetzt mache, wird, glaube ich, ein großer Fehler sein, wenn ich das mache. Obwohl, die ballern eh alle durch die Gegend. Haben wir auch eigentlich... Alarm. Ah, okay, Alarm wird nicht ausgelöst. Das wäre... Doch, wurde wohl. Ah, okay, die haben mich gesehen, ne? Mann! Sehe nix. Oh, noch einer. Oh, der Grashalm da, ne? So. Ich glaube, da kommen unendlich viele nach. Kann das sein? Oh, jetzt muss ich auch noch mal haben. Damn. Aber rein theoretisch helfe ich ja jetzt den hier. Die werden mir bestimmt trotzdem an den Hals springen, wenn die mich sehen. Es ist total schön, wenn man einfach auf Leute schießen kann und die wehren sich gar nicht. Okay. Ist eine Erleichterung irgendwie. Hier, ich glaube, wir gehen mal weiter, ne? Ja, das müsste eigentlich Olivgrün sein, ja? Eigentlich schon. Guck mal, die gibt mir direkt insgesamt 90 und nicht 85. Ob ich noch mitkomme, storymäßig? Meinst du hier von dem? Ich wusste nur, dass er irgendwie Bibo hieß oder so. Derby, so ein ganz komischer Name. So, jetzt haben wir die Betäubungspistole. Oh, ich verpiesel mich mal außen rum. Ich glaube, das ist das Beste, was ich in dem Fall machen kann. Also ich robbe, ich mache die Robbe außen rum. Oh, warte mal, das war falsche Richtung. So fangen Massenmörder an. Meinst du? Da bin ich... Oh, Alter. Übel. Ich bin gar nicht da, Leute. Ich bin gar nicht da. Ja, die rennen mir beinahe wieder über den Kopf hier. Weißt du, immer da, wo ich liege, müssen die auch laufen, ne? Die ganze Zeit laufen sie woanders. Und dann ganz plötzlich. Dankeschön fürs Folgen, André. Dankeschön. Freut mich. Ja, mein Chinchilla hieß Bibo. Ja. Ist doch voll der Chinchilla, der Typ. Da hinten liegt noch was. Ich will das haben, aber... Mal hoch. Eine Ration. Aber die findet man hier selten. Eine Frodo Beutlin. Ja, das sieht echt aus wie so ein Frodo Beutlin, der Typ. So, es sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Oh. Warte mal. Der da sieht sehr müde aus. Ja. Er möchte schlafen, hat er mir gerade gesagt. Nein. PKM. Schweres Gerät. Du siehst auch sehr müde aus, Kollege.
Aber ich will das jetzt ungern einsammeln, ne? Weil sobald ich da bin, steht dann da irgendeiner. Auf mir drauf. Oh, die ist schon... Ich weiß doch, wo ich hin muss. Ich habe genau eine Richtung. Was ist los mit dem? Alter, mitten durch das Feld hier. Was ist denn los hier? Boah, es ist nur ein Wunder, dass ich noch nichts abbekommen habe. Hier eine dicke Granate oder sowas. Oder eine Kugel im Kopf. Der gelbe Vogel. Okay. Luis. Jetzt geht das wieder los hier mit den Namen. Ich bin für Fridolin. Also laut Karte bin ich noch richtig, ne? Oh, jetzt habe ich was abbekommen, glaube ich. Oh, der sieht mich, ne? Oder? Nein, warum guckt ihr jetzt in meine Richtung? Oh. Das war ich nicht, ne? Das geht nicht auf meine Kappe. Ich hab weggesprengt, ey. Ich möchte aber irgendwie von außen da rein. So wie das Übliche. Oh, komm. Oh. Das lohnt sich gar nicht, die wegzuschläfern hier. Aber ich muss mich beeilen, sonst sprengen die mich auch noch weg. So, alles einsammeln, was da ist. So viel wie möglich. George Bush Junior. Kann mir heißen, wie der will. Hauptsache, der lässt mich in Ruhe. Boah, das erste Mal, dass die nicht hinter mir her sind. Alter, das allererste Mal. Was ist denn los hier? Geil. No, leg dich wieder hin. Steht einfach auf. So. Euch hier spare ich jetzt auch so ein bisschen was. Ja, nix, hey. Tritt ihn wach, komm. Oder auch nicht. Ich will eure Waffen, glaube ich. War das ein Granatwerfer? Ich habe nicht aufgepasst. Scheiße. So, ist hier irgendwas Interessantes für mich? Ration. Geil. Carlsen von Stuhl. Was ist das für ein Name? Carlsen von Stuhl. Ist das der Erfinder vom Stuhl? Okay, ich sollte mich jetzt, glaube ich, hier langsam verbissen. So, Leute, ne? Ich bin wieder weg. Ich war gar nicht hier. Ich habe gar nichts gesehen. Tschüss. Was ist das? Wo? Irgendwas ist da gerade richtig gegrillt worden. Lecker, lecker. Das war Simon Stolizzo. Hey, wir haben uns einfach da durchgerobbt. Geil. $8,7K, Leute. Geil, dankeschön. Jetzt auf einmal ist es still, ne? Weißt du, kommt die Zwischensequenz. Oh, erstmal die Fluppe, klar. Oh. Smarties, was machst du da? Zigarette gegen Apfel, guter Tausch. Yo, over here. Da ist er wieder, der Bibo. You. Come on, hop in. It's getting rough out there. Timon und Pumba ist echt so. I don't think so. Echt, Wird Zeit, um mal mit dem Rauchen aufzuhören hier, Jung.
we meet again. You've been following me. You seem like an interesting guy, so I decided to check you out. Sit down. A lot of legends about you out there in the intel community, especially in the CIA. You know those nanomachines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. Figures. The B&Bs are here. Things are about to get hairy. B&Bs. You never heard of them? They're Beauty and the Beast. Together they're called the B&B Corps. They're a squad of enhanced female soldiers, belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female. Probably freelancers hired by the PMCs. They're run out of a separate parent organization. Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. Ever since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their #1 priority is to eliminate some guy on sight. A guy named, Solid Snake. But from where I'm sitting, Old Snake seems a little more appropriate. Old, Cheer up. That's the bad news. Word on the street says that beneath those ugly-ass suits, the B&Bs are real babes. Drop dead gorgeous. They also say each one of them's been traumatized by war. Badly. They weren't even soldiers to begin with, you know. More like victims of war. They suffered shell shock on the battlefield. Post-traumatic. It damaged their minds pretty much beyond repair. So the only way they could cope with the reality of battle was to become war machines themselves. The remnants of their human side are buried deep within. The beast, that's what you see on the outside. War transforms a snake into beasts. War transforms us. But deep within that shell, something human survives. A fragile, scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the yolk of an egg. Word going round is their natural flesh and blood bodies can't survive in the open for more than a few minutes. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the pain, and all the fury, and all the sorrow. Which makes these babes pretty much obsessed with killing you. 4 B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Raging Raven. There's also Laughing Octopus, a master of mimicry, and Crying Wolf. She runs on 4 legs. And finally, the mistress of mind control, Screaming Mantis. Mantis? Yeah, there used to be a guy by that name in the US military. A Russian psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title. She keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus. Raven. Wolf. Mantis. You got it. They're the Snake Hound unit, and they've got you in their sights. Shit. I'd hate to be in your shoes. Drebin. I thought no one was supposed to be able to hack into the system. Are you with the Patriots? No, sir. I ain't no lale-lule. I mean, I'm no
say Patriot. I guess that means you're clean, right? The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. What the hell are these Patriots? Are they human? Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. We are foreigners. We are the very discipline and law that Americans invoke so often. The Patriots are America, the world's greatest military power. They are the war economy, which makes you and me just cogs in a much grander schematic. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning, but now their law has taken on a life of its own. A life of its own. Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. No need for high-level decision-making authority. It's all handled by a massive, yet simple information processing system. An AI. It works just like natural law. The world's a much simpler place than most folks realize. Every aspect of the Patriot system is closely monitored by 3 peripheral AIs and a core AI that ties them all together. The SOP system is one part of that. It's all backed up by a foolproof control system. So not even yours truly can sneak inside the Patriots' AIs. What if, hypothetically, someone found a way? If they could fool the IDS. I guess they could use it as a haven to lay low. Haven? You know, like a tax haven. In the internet society, we have net havens, data havens. A haven is someplace where social conventions and the rules of the net don't apply. Back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Now we've got us a society where everybody's DNA and personal info is totally controlled by the nanomachines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs from the outside. But Liquid's got something in mind. You sure there's no way? I'm just a gun launderer. Only reason I'm interested in you is because you start a lot of fires. All right then. You need me? Just give me a ring. Go on. Get your ass back inside. Now! I have you. So, willkommen zurück hier zum Chat. Jetzt konnte ich die ganze Zeit nicht lesen. Muss ich mal gucken, was hier so alles reingeflogen ist. Dankeschön für den Travel? Oder was das da sein soll? Vielen lieben Dank. Fury, Sorrow. Okay. Hilft nichts zum Wegschmeißen, zu teuer. Außerdem musste ich hier dafür sterben. Dankeschön für die Rose. Vielen lieben Dank, Jojo. Ja, für Smarties gibt es keine Fluppe. Nein.
Bibo und Smarties. Du hast voll die silberne Unterhose an. Was ist denn da los? Alle Unterwäsche oder wie? So, wir müssen jetzt, glaube ich, immer noch den Liquid finden, ne? War das richtig so? Weißt du, jetzt hätte er mich mitnehmen können. Der ist sowieso in die Richtung gefahren. Der Pimmel, ey. Nein, Hauptsache, wir dürfen den ganzen Weg jetzt laufen. Aber ich habe Angst, dass hier irgendwelche Sachen auf dem Boden liegen, ne? Wenn ich weggesprengt werde oder so. Passiert mir sowas ganz gerne mal. Waffenschmuggler, kein Taxi. Doch, Waffenschmuggler-Taxi, so. Könnt mich trotzdem mitnehmen, ey. Ciao, Drebin. Schon wieder der nächste Abschnitt. Ey, das geht ja... Geht ja ruckzuck hier, ey. Was ist denn los? 14,7K, Leute, ey. Was ist denn los, ey? Dankeschön. Mega. Und schon wieder Anruf. Das gibt's doch nicht. Snake, can you hear me? This is Jack, isn't it? I am Raiden. Jack is no more. Where are you now? I'm right beside you. Raiden, where have you been all this time? What have you been doing? On a mission. Finding something. For someone. Finding what? The corpse. Of Big Boss. What? I was asked to do this in exchange for Sonny's location. Liquid? No. The leader of a small resistance group. Her followers call her Matka Pluku. Matka Pluku. Big Mama. We'll finish this later. I'll follow your trail and catch up with you. Wait, what about Big Boss's body? It's with her now. Her. What? Big Boss gleich? Was? What's going on, Snake? Na toll. Rose, I just got a call from Raiden. It sounds like he's close by. Jack? Yeah, Did he seem okay? yeah, as far as I could tell from his voice. Really? That's great. Snake, I have a favor to ask. What? Don't let him know I'm involved in this operation, okay? I think it would be best to just leave him alone for now. What happened between you and Jack? After the Big Shell incident, he became unstable. Memories began to resurface from his childhood when he fought for Solidus in the Liberian Civil War. And in the midst of all of that, the baby we had together, it hadn't even been born yet. Jack slowly stopped coming home. And when he did, he'd be dead drunk, sometimes covered in cuts and bruises. Roy was worried. He was Jack's commanding officer. But Jack just avoided him. I was all alone. And Roy was so kind to me. He's the one who encouraged me to become a counselor. I know it sounds like I'm making excuses, but I needed to get over it. To move on with my life. I'm worried about him, of course, but I'm also afraid of him. All right. I'll keep my mouth shut. Thank you, Snake. Oh, immer dieses Labern, labern, labern mitten in der Mission. War schon von dem ersten Teil an so geil, ey.